Hallo, Jürgen. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Ja? Freut mich. Ja, schön. Wir sprechen heute so ein bisschen über Spieler, die du schon trainiert hast. Ich glaube, du kannst ein paar coole Stories über die Jungs erzählen. Und zwar, Wo ich erzählen will, ist nur eine ganz andere Frage, um ehrlich zu sein. ich hoffe, wer war denn der größte Quatschkopf, den du jemals trainiert hast? Die größten Quatschköpfe, mit denen habe ich ehrlich gesagt zusammengespielt. Und die habe ich nicht selber trainiert. Das muss man auch schon sagen. Ich glaube nicht jeder. Die Stimmung in den Mannschaften, die ich hatte, war immer sehr, sehr, sehr gut. Mohamed Zidane beispielsweise, bei Mainz 05, da musste ich ganze Mannschaftssitzungen abhalten, wo ich alle anderen nur beruhigt habe und gesagt habe, Jungs, egal was er macht in der Kabine, wirklich, der schießt uns 30 Tore mehr, ja, also bitte lasst ihn machen. Weil der fand einfach so Sachen witzig wie, nicht alles war wirklich lustig, war eher ein Quatschkopf tatsächlich, dass er, wenn die Jungs gerade fertig waren, abgetrocknete Klamotten haben, ist er aus der Dusche gekommen, hat sie noch nass gespritzt und so weiter. Das kann man jetzt witzig finden, muss man aber nicht unbedingt. Und davon hat er relativ vieles drauf gehabt, von diesen Albernheiten. Und das war dann schon manchmal an der Kante, wo sie kurz davor waren, ihn mal ganz kurz durch den Wolf zu drehen. Aber er war einfach ein ausgewöhnlicher Spieler und auch ein Sensationsmensch, muss man auch sagen. Ich bin bis heute mit ihm befreundet, aber konnte ihm schon ab und zu mal auf den Sack gehen. Cool. Gibt es denn bestimmte Schnarcher in der Mannschaft oder gab es, die dann immer ein Einzelzimmer bekommen haben? Ja, die gibt es immer. Ja. Also die gibt es also würde ich jetzt nicht wirklich gerne nennen wollen. Nicht, dass ich finde, das Schnarchen ein Problem ist. Ich schnarche selber, nur ich habe ja sowieso ein Einzelzimmer. Bei mir ist kein Problem. Aber wir haben tatsächlich im Trainingslager ist es so, dass ich immer die Jungs in Doppelzimmer lege, weil ich einfach möchte, dass du die Zeit da nutzt, dass wir da wirklich ein bisschen uns besser kennenlernen. Und da gibt es mittlerweile ja ein paar Probleme. Also das eine ist Schnarchen. Und einer kommt und sagt, sorry, ich schnarche so, also ich habe es noch nie, bei mir konnte noch nie einer auf dem Zimmer liegen, okay, dann wird das irgendwie geregelt. Oder einer kommt raus nach der ersten Nacht und sagt, also bei aller Liebe, das geht nicht. Aber ich glaube, einen können wir nennen, bei dem ist das scheißegal. Es war schwierig, bei Kevin Großkreuz im Zimmer zu liegen. Ja. Da gab es jetzt nicht so wahnsinnig viele, die gesagt haben, ja, Kevin. Und es war alles top mit Kevin, ja, tagsüber super, bis zum Einschlafen, glatte 1 und dann, ja, wollte sie nicht so. Gab es einen Spieler, der ein völlig verrücktes Hobby hatte, von dem du weißt? Ja, verrücktes Hobby. Ich meine, ich weiß, dass Christian Fuchs Schlangen hat. Also nun habe ich nicht als Spieler gehabt. Das finde ich ein verrücktes Hobby, um ehrlich zu sein. Ist ein toller Typ, toller Kerl, hat einen riesen weiten Einwurf, ist deutsch englischer Meister geworden mit Leicester. Das habe ich da mal gehört. Habe selber gar nicht gefragt. Das finde ich ein verrücktes Hobby. Ja, das stimmt. Und das auffälligste Hobby meiner Ex-Spieler ist sicher Pierre-Emerick Aubameyang. Der hat Sonntagmorgens eine Jeans-Kombination angehabt. So viel Geld habe ich in meinem ganzen Leben nicht für Klamotten ausgegeben. Wie dieses eine Ding. Also hat er dir erzählt, was gekostet? Nein, brauche ich nicht. Das kann sogar ich sehen. Das war also Designer und alles. Und das mag er total gerne. Ich habe es auch nie wieder gesehen. Also wenn du bei mir genau hinguckst, siehst du, dass meine Jeans sich durchaus wiederholen, weil ich gar nicht so viele habe. Müssen wir zwar ein paar Tage hingucken, um das richtig festzustellen. Aber du siehst das einmal, wirst du es nie wieder sehen. Ja, das ist das und das klar, Autos mag er auch gerne. Das ist ja kein verrücktes Hobby, ist ein bisschen extra außergewöhnliches. Aber wenn man es kann und Spaß dran hat, ist ja kein Problem. Ja. Wer war denn der aggressivste Spieler, den du jemals hattest? War oder ist? Vielleicht hast du gerade den aggressivsten. Aggressiv ist ja auch Fußball. Ich mag das, also wenn ich das Wort aggressiv benutze, ist es immer in Verbindung mit legal aggressiv. Ich finde, ohne Aggressivität geht das nicht. Und ich mag aber nicht dieses in Leute gespringe und so weiter. Das finde ich eher uncool. Also kann ich gar nicht akzeptieren. Früher hatte ich auch wieder Mitspieler, die da weit vorne waren. Ich war sehr aggressiv, auch verbal, muss man sagen. Aber bewusst nie jemand irgendwie verletzt oder sowas, nicht mal in Kauf genommen, wenn es mal, kann mich nicht erinnern, das passiert, also wenn es passiert, war es sicher. Komplett ungewollt. Ein sehr aggressiver Spieler in seiner Zweikampfführung und so weiter, aber alles auf dem legalen Rahmen war Robert Nikolic. Das war praktisch, als ich Trainer wurde, waren wir Konkurrenten. Bevor ich Trainer wurde, war ich Konkurrent für die Rechtsverteidigerposition. Dann bin ja ich Trainer geworden, da war die Position frei, da hat er freie Bahn gehabt, hat Robert das gespielt und Robert war ausgesprochen
aggressiver Spieler. So, aber Aggression setzt Leistung auch frei, das geht einfach nicht anders. Wenn du so einen Punkt kommst, wo du müde bist, und dann hilft die Aggression einfach darüber hinweg. Das ist, du willst gewinnen, du willst wie beim Laufen auch, wenn du ein Langstreckenläufer, der muss in gewisser Weise aggressiv sein, sauer sein darüber, dass die Piste ihn schlaucht oder sonst irgendwas, und dann kann man daraus nochmal Kraft generieren. Also ich würde sagen, von den Spielern, die ich so hatte, was Robert Nikolic und alle anderen, das gibt es so heute nicht mehr, wo das Aggressive so ein bisschen im Vordergrund steht. Dazu sind einfach die Regeln zu strikt umgesetzt. Ja. Okay. Und wer ist denn der beste Tänzer? Kevin Prince Boateng, ja? nur 100%. Ja. Krass. Da gibt es, glaube ich, ein geiles Video von ihm, als er mit dem AC Mailand Meister geworden ist. Den hat er bei uns nicht gemacht, Michael Jackson. Den hat er in Dortmund nicht gemacht, als ich ihn dann nur ganz kurz hatte. Aber außergewöhnlicher Tänzer. Ja, hätte sich auch damit Karriere machen können. Ich habe mal Lewandowski interviewt, und der hat gesagt, dass der Vater von Jerome Boateng, also auch der Vater von Kevin, dass der noch krasser sein soll. Gut, habe ich nie getroffen. Nie gehört? Da habe ich nie gehört, nie getroffen, aber das wäre, wenn der Beste ist als Kevin, das wäre ein Knaller. Nee, also wie gesagt, weiß ich nicht, aber Levi hat dafür sicher ein Auge. Das glaube ich auch. Gut. Weil der tanzt, glaube ich, gar nicht. Das heißt, er kann das gut beobachten dann immer. Das stimmt, das hat er mir nämlich auch gesagt. Ja. Er ist eher derjenige, der beobachtet. Richtig. Deshalb hat er das rausgefunden. Ja, gut. Sehr gut, perfekt. Gut, dann war es schon. Vielen lieben Dank für die Insights. War sehr interessant. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked dieses Video, abonniert natürlich unseren Kanal und vielen Dank. Oh, gerne. Fürs Interview. Gerne. Ja? Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.